Hi meine Lieben, hier ist Diane von Neko. Ich hoffe, ihr hattet alle eine sehr schöne Weihnachtszeit verbracht und jetzt geht das Jahr ja zu Ende und bevor es zu Ende geht, möchte ich euch hier über meinen YouTube-Kanal Neues zum Rechtsstreit zwischen Neko und Adi mitteilen. Ja, ich kann euch mitteilen, ich habe gewonnen gegen die Firma Adi bzw. Rasch vor dem Bundespatentgericht. Und der Beschluss, also die Verhandlung, die war jetzt im Herbst gewesen und der Beschluss, der kam jetzt Mitte Dezember und den zeige ich euch hier. Dieser Beschluss, also hier steht Bundespatentbericht, Beschluss und dieser ganze Bericht geht fast über 20 Seiten und auf der zweiten Seite steht geschrieben, die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen. Und die Antragsgegnerin ist hier Adi bzw. Rasch. Also Neko hat gewonnen. Es hat sich gelohnt, so weit zu kämpfen. Das bedeutet jetzt für die Firma Adi Rasch, dass deren Gebrauchsmuster endgültig gelöscht ist. Bingo. Gibt es nicht mehr. Ja? Also das Bundespatentgericht hat darin keinen erfinderischen Schritt gesehen. Und das war ein tolles Weihnachtsgeschenk und ich bin richtig happy. Ja, zu denen, die mich jetzt noch nicht so kennen und die jetzt hier neu auf meinem Videokanal sind, will ich mich ganz kurz mal vorstellen. Also ich bin die Diane und habe im Jahr 2011 mein erstes Patent bekommen für eine Zopfstricknadel. Und im Jahr 2015 kam ich auf die Idee, dass man nur noch 3 Nadeln benötigt, um easy in kleinen Runden zu stricken, also sprich Socken, Fingerhandschuhe und so weiter. Ne? Alles oder hier, ich habe ja hier auch einen Baum, die kleinen Elche, da habe ich euch ein Video gemacht. Hoch, jetzt kann ich mich gar nicht so weit, also ihr seht es hinter mir, stricke ich alles so mit den Neko-Stricknadeln. Also das war mein zweites Patent und ja, auf jeden Fall habe ich einen Rechtsstreit gegen Adi geführt, also beziehungsweise die Frau Rasch, denn diese hatte im Jahr 2017 ein Gebrauchsmuster angemeldet, auch für ein Strickspiel bestehend aus 3 Nadeln, womit man in kleinen Runden stricken kann. Und die Idee mit diesem Stricken in 3 Runden kommt von mir. Das hatte vorher keiner gehabt, dass man da nur 3 Nadeln braucht, um da einen Runden zu stricken. Und dagegen habe ich mich gewehrt und habe vor dem Deutschen Patent- und Markenamt einen Löschungsantrag gestellt. Und das Verfahren habe ich jetzt endgültig gewonnen. Ich habe dazu im Februar 2020 bereits ein Video gedreht und da bin ich auch näher eingegangen auf den ganzen Rechtsstreit. Also ich verlinke euch das Video nochmal hier unter diesem Video und wer mag, kann sich da ja nochmal anschauen. Ja, jetzt werden sich manche fragen, ja wieso schreibe ich in den Titel 3:0 für Neko gegen Adi? Und zwar aus der Historie war es so, dass die Firma Adi-Rasch, also die Frau Rasch war auf jeden Fall in dieser Verhandlung dabei, und die haben gegen mich eine einstweilige Verfügungsklage gestellt. Das war im Sommer 2019, also das hätte für mich bedeutet, dass ich diese Nadel nicht mehr verkaufen hätte dürfen, wenn die gewonnen hätten. Das haben sie nicht, die habe ich natürlich auch gewonnen, deswegen schon mal 1:0 für Neko damals. Dazu muss man sagen, dass ich diese Nadeln seit 2015 verkaufe. Das ist eine Nadel aus meinem Strickspiel aus der Kunststoffserie. Und ihr seht, ich kann die easy hier auseinanderbiegen. So. Und auf Wunsch von euch, die gerne auch mit Bambus stricken, also Bambus ist auch mein Favorite zum Stricken, habe ich diese Nadelenden, diese Schenkel, wie man sie bezeichnet, oder Pins, die habe ich jetzt mit Bambus ersetzt und den Kunststoff hier in den Bogen gelassen. Ne?
Und die wollten dann mir unterstellen, dass ich die nicht mehr verkaufen dürfte. Also das ist schon, ja, man kann sagen, so eine größere Firma, so groß sind sie ja vielleicht jetzt auch nicht, aber die wollten dann mich, kleine Firma, wo ich ja gerade am Aufbau bin, einfach mal so weg, fort, fort und weg. Ja? Aber das Kämpfen hat sich gelohnt und das habe ich gewonnen. Ja. Und dann 2.0 für Neko gegen Adi war dann vor der Gebrauchsmusterabteilung, wo ich dann im Herbst 2019 gegen die gewonnen habe. Und 3.0 für Neko gegen Adi jetzt vor dem Bundespatentgericht. Also ich bin echt happy. Es kann so weitergehen. Auf jeden Fall, ich finde ich mag sowas nicht, wenn man, für mich ist das respektlos, wie die mit einem umgehen und naja, mehr brauche ich, ihr könnt euch eure eigenen Gedanken machen über Adi, aber ich finde es nicht schön, wie die einen da vom Markt wegfegen wollen, zumal sie ja auch damals noch Händler kontaktiert haben und denen so Angst eingeredet oder durch Briefwechsel dahingeschrieben haben, dass sie Bedenken haben, wenn sie hier unsere Nadeln verkaufen, nicht, dass das nachher eine Patentverletzung von denen wäre oder wie auch immer. Also das macht man nicht und das finde ich auch nicht in Ordnung. Zumal ich habe ja 2 Patente, also meine Nadeln sind ja patentiert. Nun ja, also das wollte ich euch jetzt mitteilen, diese erfreulichen Neuigkeiten, und ich möchte euch einen ganz, ganz großen Dank aussprechen für eure Community. Ihr seid einfach toll, ihr habt mir so viele positive Zusprüche auf mein letztes Video geschrieben, in die Kommentare. Ihr habt mir, es tut einfach gut. Also man fühlt sich einfach irgendwie ein bisschen gestärkt und man ist auch nicht so ganz alleine gelassen. Also toll, toll, toll. Also ihr seid einfach spitze, und auch an die Blogger, die dann dieses Thema auch in ihren Videos nochmal aufgegriffen haben und auch auf unser Video verlinkt haben oder die es geteilt haben. Also ihr seid klasse. Super. Also vielen, vielen Dank. Ich umarme euch, und ja, wenn ihr jetzt zu diesem Video Näheres noch wissen möchtet oder Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Hat es euch gefallen, würde ich mich über ein Like freuen darunter. Und wenn es wieder Neuigkeiten gibt, das teile ich euch wieder hier über den Weg des YouTube-Videos mit. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes, glückliches, kreatives, vor allem gesundes neues Jahr, und wir sehen uns wieder. Ich werde weitere Anleitungen machen. Wir werden auch Anfang des nächsten Jahres dann weitere Nadelstärken ins Sortiment aufnehmen. Also dieses Jahr hatten wir ja schon die Nadelstärken von 4 bis 6 Millimeter in verschiedenen Längen, also wo ihr dann auch Mützen easy mitstricken könnt. Also einfach toll. Alle wieder unterschiedliche Farben in diesem Schaftbereich und so. Also da könnt ihr bei uns auf dem Online-Shop schauen, da seht ihr das komplette Sortiment. Und es werden folgen, ich verrate schon mal, die Nadelstärke 2,25 und die 2,75 auf Wunsch von euch. Ich hoffe, sie trudeln jetzt hier bald bei uns ein, und dann werde ich auch sofort ein Video machen, sie euch vorstellen, und ihr könnt sie dann auch bei uns erwerben. Okay, also ab ins schöne neue Jahr, bleibt gesund und ja, danke, danke, danke. Tschüss, eure Diana.